Blended Learning, Inverted Classroom, hybride Lehrszenarien? Wie wähle ich als Lehrender das für meine Veranstaltung passende Lehrkonzept aus? Im Folgenden werde ich Ihnen 6 Klassen der modernen Lehre vorstellen und auf die entscheidenden Unterschiede eingehen. Ich habe Ihnen die folgenden 6 Lehrkonzepte mitgebracht: klassische Präsenzlehre, Online-Lehre, Blended Learning, hybride Lehre, Inverted oder Flipped Classroom und das selbstgesteuerte Lernen. Und alle 6 Konzepte habe ich in das folgende Schema gebracht. Auf der X-Achse sehen Sie den zeitlichen Verlauf der Lehrveranstaltung und auf der Y-Achse, welche Elemente synchron und welche asynchron dargeboten werden. Zur klassischen Präsenzlehre muss ich eigentlich gar nicht viele Worte verlieren. Diese kennen Sie höchstwahrscheinlich noch aus Ihrem eigenen Studium. Es ist ein reger Wechsel von Präsenzveranstaltungen und Selbstlernphasen. Hier exemplarisch an einer Vorlesung mit Übung und Tutorium dargestellt. Die Online-Lehre versucht, diesen grundsätzlichen Aufbau ins Digitale zu überführen. Das heißt, statt einer Vorlesung in Präsenz haben Sie nun eine Live-Vorlesung online oder aber auch eine aufgezeichnete Vorlesung. Und analog für die anderen Elemente. Das Blended Learning sieht sich als Best of Both Worlds Ansatz. Das heißt, es kombiniert Elemente aus der klassischen und Online-Lehre. Hier können Sie zum Beispiel eine Aufzeichnung haben, um aber auch Übungen in Präsenz durchzuführen und die Studierenden noch mit zusätzlichen Lehrmaterialien online zu unterstützen. Die hybride Lehre erlaubt den Studierenden eine maximale Flexibilität, wie sie ihr Lernen strukturieren. Entweder sie kommen physisch zur Präsenzveranstaltung oder sie schauen sich die Veranstaltung von zu Hause oder aus einem Café aus an oder sie schauen sich die Aufzeichnung der Veranstaltung im Nachgang an. Das heißt, sämtliche synchrone Elemente werden auch online dargeboten. Dass dies natürlich besondere infrastrukturelle und auch organisatorische Rahmenbedingungen benötigt, sei an dieser Stelle nur kurz erwähnt. Das Inverted oder Flipped Classroom schaut sich die Lernaktivitäten der Studierenden in den einzelnen Phasen an und gestaltet die sehr bewusst. Die Studierenden werden mit Lernpaketen ausgestattet, die sie sich dann eigenständig erschließen über Übungsaufgaben, Lerngruppenaktivitäten und einüben und anwenden. Die kostbare Präsenzzeit, sei es in Präsenz oder online, wird dann dafür verwendet, die Diskussion auf ein höheres Niveau zu bringen, Verständnisfragen zu klären und auch das Wissen zu vertiefen. Und so geht es im Turnus dann weiter. Das selbstgesteuerte Lernen ist noch eine extremere Variante des Inverted Classroom. Hier gestalten sich die Studierenden potenziell den gesamten Lernprozess alleine. Sie bekommen Lernpakete, üben diese ein und bekommen einen Lernstand gemeldet, ihren Lernstand zurückgemeldet über E-Tests, über Musterlösungen oder andere Reflexionsmittel. Und Präsenzelemente sind in diesem Format optional. Das heißt, die Studierenden können sich durchaus an andere Studierenden wenden oder auch an die Lehrenden, müssen dies aber nicht. So kann es sein, dass der einzige Kontakt, den die Studierenden mit den Lehrenden haben, die Prüfung am Ende des Semesters ist. Diese kann dann in Präsenz oder online als Fernprüfung durchgeführt werden. So viel erstmal. Ich hoffe, ich konnte etwas Klarheit in die Begrifflichkeiten und die Lehrkonzepte bringen. Und vergessen Sie nicht, wir bei ProLehre unterstützen Sie dabei, sich für das richtige Lehrkonzept zu entscheiden und dieses auch für Ihre Lehrveranstaltung umzusetzen. In diesem Sinne, machen Sie es gut.